So, meine Damen. Wenn Falk Zinke seine Tiere auf dem Sonnenhof versorgt, denkt er oft an seinen Traum, mit dem vor 30 Jahren alles anfing. Ich bin ein ausgebildeter Landwirt. Ich hatte den Hof gekauft mit einem halben Hektar Land und hatte mir wirklich eingebildet, mit meinen Ersparnissen, die ich mir durchs Busfahren da erarbeitet hatte, dass ich sofort als Vollerwerbslandwirt einsteigen kann. Ich hatte mir das so schön vorgestellt mit Gemüseanbau auf kleiner Fläche, mit einem kleinen Gewächshaus, mit Hühnerhaltung. Könnte man ja schon mal einen Teil der Bevölkerung ernähren und sich so das verdienen, was man unbedingt braucht. Die Leute im Dorf zu versorgen. Das war so etwas blauäugig unser Ziel. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war vor über 30 Jahren als biologischer Landwirt eine ganz schwierige Situation. Also er hat eine super Struktur. Jetzt haben die Kinder übernommen und jetzt gibt es eine reelle Chance dafür, dass dieser ganze Aufbau sich gelohnt hat. Heute ist ein wichtiger Tag für das Team vom Bioland Sonnenhof. Es geht um viel. Ja, heute kommt es drauf an. Da entscheidet sich, wie wir jetzt fürs nächste Jahr, für die kommende Saison planen müssen. Es kommt jetzt auf die Bieterrunde an. Die Bieterrunde ist in jedem Jahr der Start ihrer solidarischen Landwirtschaft. So nennt sich das Konzept, bei dem Landwirte und Kunden gemeinsame Sache machen. Das Team vom Sonnenhof in Braunfels-Neukirchen muss hier heute seine Mitstreiter finden. Im 3. Jahr machen sie das jetzt. Trotzdem ist die Solavi für sie immer noch ein Abenteuer. Falk und seine beiden Söhne bilden den harten Kern des Sonnenhof-Teams. Christian arbeitet vor allem im Büro und in der Planung mit. Und Matthias hat jetzt die Landwirtschaft verantwortlich übernommen. Seit dem vergangenen Jahr gehört auch seine Lebensgefährtin Emily fest dazu. Der Hof allein konnte die Familie früher nicht ernähren. Mit zusätzlichen Jobs aber war die Arbeitslast so hoch, dass Falk Zinke mehrfach ans Aufgeben dachte. Landwirtschaft in diesem Umfang ist allein gar nicht zu schaffen. Den Anbau zu machen, Tiere zu halten und die Vermarktung, alles in einer Hand, das ist entschieden zu viel. Das sind drei Volltime-Jobs. Das ist mir irgendwann klar geworden. Und dann habe ich mir überlegt, sowas muss einfach auf viele Schultern verteilt werden, damit jeder einen Teil davon leistet und alle immer noch ein zufriedenstellendes Leben führen können. Irgendwann hatten die Kinder etwas über die Idee der solidarischen Landwirtschaft gelesen und erzählten Falk davon. Als dieser Solavi-Gedanke in den Raum trat, da habe ich gedacht, das ist es. Genau das ist es. Eine Gemeinschaft, die sich auch ein bisschen verantwortlich fühlt und die mit anpackt und Leute, die dazukommen, die einfach auch diesen solidarischen Gedanken mittragen wollen, das könnte die Lösung sein. Und darum geht es. Die Solavi-Teilnehmer zahlen ein Jahr lang einen festen monatlichen Betrag an den Hof. Dafür erhalten sie jede Woche feldfrisches Biogemüse. Den Finanzbedarf für die kommende Saison haben die Zinkes vorher berechnet. Jetzt müssen heute genug Verträge zusammenkommen, damit die Kosten gedeckt sind. Was bezahlen Sie da eigentlich monatlich? Und das ist nicht nur das Gemüse, sondern das ist die gesamte Landwirtschaft. Man kann sich so ein bisschen als Mitlandwirt bezeichnen. So entscheiden die Teilnehmer mit, welches Gemüse angebaut wird, und sie bestimmen selbst, wie viel sie pro Anteil zahlen, jeder nach seinen finanziellen Möglichkeiten. Und nur so viel schreibt auch jeder in seinen Vertrag. Wichtig: die benötigte Gesamtsumme muss am Ende zusammenkommen. Matthias Zinke und sein Mitarbeiter Uwe fiebern mit. Schon aufregend, ne? Mal schauen, was passiert. Aber die große Aufregung war vorher. Und jetzt ist schon die erste Anspannung abgefallen und es sieht eigentlich ganz gut aus. Die Gebote werden sofort zusammengezählt. Alle Helfer hoffen, dass die benötigte Summe schon nach der ersten Runde zusammenkommt. Hilfe! 72.912. Okay, wir müssen es bekannt geben. Es ist so, dass wir nicht ganz an dem Gesamthaushalt dran sind.
Also es fehlen jetzt noch 15.000 Euro. Über 10 Euro müsste noch draufgelegt werden von jedem. Das heißt, fleißig geboten. Noch zweimal müssen die Interessenten heute nachbieten. Am Ende des Tages sind die Kosten für die anstehende Saison dann tatsächlich gedeckt. Um Braunfels herum ist der Winter noch einmal zurückgekehrt. Zeit für die Anbauplanung. Auf Grundlage der Gemüsewünsche der Teilnehmer überlegen die Brüder Christian und Matthias, Emily und Mitarbeiter Owe, wie sie die Felder aufteilen. Wir versuchen, eine breite Palette an Gemüse zu bieten, damit wir gegen Ernteausfälle ein bisschen abgesichert sind. Das heißt, wenn der eine Salat gerade extrem hitzeunverträglich ist, haben wir vielleicht eine andere Sorte dabei, die doch noch gut wird. So versuchen wir die Vielfalt zu nutzen, um Stabilität zu kriegen. Also Kohlrabi oder so zum Beispiel, da werden wir mehr machen, schätze ich mal. Und Spinat ist den Leuten deutlich wichtiger. Die Aussage hier ist halt ganz klar, Möhren ist so eine Grundlage, die, wenn wir die nicht haben, dann fällt das auf. Knabbergemüse, Kohlrabi, Möhren ist wohl ganz wichtig, also nicht zu viele Exoten. Etwa 30 Hektar bewirtschaften sie auf dem Sonnenhof. Neben dem Gemüse für die Solavi wollen sie noch zusätzlich etwas anbauen, um das auch frei verkaufen zu können. Alles, was wir brauchen, hier in dem Bereich. Dafür haben sie in diesem Jahr in eine gebrauchte Hütte investiert. Das ist eine Verkaufsbude, eigentlich für Weihnachtsmärkte wahrscheinlich. Die wollen wir aufs Feld stellen, damit wir im Sommer vom Feld Gemüse verkaufen können. Der Feldverkauf hat einen großen Vorteil. Kommt kein Kunde, gibt es dort immer irgendetwas zu tun. Heute steht noch eine Pflanzaktion an. Die Vorbereitungen dafür macht Emily, die eigentlich etwas ganz anderes gelernt hat. Ich habe Orgelbau gelernt, ursprünglich. Ich wollte irgendwas mit den Händen arbeiten, also irgendwas Handwerkliches. Und das Handwerk mit dem Holz zusammen, das hat mich sehr, sehr angezogen. Aber meine Wurzeln liegen irgendwie schon bei den Tieren und bei der Pflanzenwelt. Tatsächlich habe ich auch in der 8. Klasse ein Praktikum in der Gärtnerei gemacht. Und mein Fazit von dem Praktikum war, ich werde mit Sicherheit irgendwas mit Tieren und Pflanzen machen. Also hat sich irgendwie alles ineinander gefügt. Und dann ungefähr 10 cm außenrum. Also ich hätte mich bewusst nicht unbedingt für die Landwirtschaft entschieden, sondern eher für die Gärtnerei. Also ich sehe mich auch hier in dem Hof eher als Gärtnerin als als Landwirtin. Aus einem Umkreis von 30 Kilometern kommen die Solavi-Anteilsnehmer. Einige helfen heute beim ersten Pflanztermin mit. Zwiebeln sind die früheste Freilandkultur in jedem Jahr. Ob die Verkaufshütte zum erhofften Kundenmagnet wird? Für Matthias stimmen die Voraussetzungen jedenfalls. Also es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben ja quasi den Parkplatz direkt da, das Feld direkt da. Das macht schon Eindruck, glaube ich. Von Anfang an gab es auf dem Sonnenhof alte Haustierrassen. Für Falk gehören Tiere unbedingt zur biologischen Landwirtschaft dazu. Das ist Ziggy. Ja, unsere Kühe sind Teil unserer Kreislaufwirtschaft, muss ich jetzt mal so sagen. Sie ist ja nicht nur so, dass sie Mist und Dung und sowas alles geben. Tiere wie Kühe zum Beispiel haben auch einen Einfluss auf das ganze Umfeld in der Landwirtschaft. Also wo Kühe weiden, werden ganz andere Pflanzen wachsen als auf einem angesäten Futteracker zum Beispiel. Insofern spielen sie eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nicht zuletzt auch dann als Fleischlieferanten irgendwann. Eine besondere Rolle spielen die Hinterwälder Rinder auch für den Naturschutz. Für Falk ein weiterer wichtiger Aspekt der Ökolandwirtschaft. Wenn die Kühe jetzt in den nächsten 2 Wochen rausgehen, dann werden wir sie in ein Tal treiben, in dem wir mit einer Naturschutzgruppe
Arbeitsgruppe zusammen ein Naturschutzprojekt betreiben. Also die beweiden ein Landschaftsgebiet, das nur durch die Beweidung durch Kühe erst diesen Typus ausbildet, den es ausbilden soll. Landwirtschaft und Natur sind eins. Das ist die Philosophie des Teams vom Sonnenhof. Zwar ist Biogemüse heute in jedem Supermarkt zu finden, doch geht das nur über Masse- und Monokulturen. Davon wollen sie hier weg. Heute ist Girls Day. 3 Schülerinnen helfen beim Säen von Kürbissen. Emily möchte schon Kindern zeigen, warum biologische Landwirtschaft so wichtig ist. Ich finde, dieses Wort Bio ist so ein sehr ausgelutschtes Wort, weil Bio nicht gleich Bio ist, leider. Wir schreiben uns ja ein bisschen auf die Fahne, nicht nur zu gucken, dass das Gemüse wächst und nicht gespritzt wurde, sondern dass der Boden gleichzeitig aufgebaut wird. Bodenfruchtbarkeit ist der Schlüssel zu einer natürlichen Landwirtschaft. Sie zu erreichen und zu erhalten, ist das wichtigste Ziel im Ökolandbau. Matthias weiß, das ist nicht in wenigen Jahren zu schaffen. Wir schaffen es noch nicht, die prachtvollsten Gemüse herzustellen, haben aber dafür andere Möglichkeiten. Mit unserem System, wo wir versuchen, den Boden lebend zu halten, die Kompostversorgung gut hinzukriegen. Die organischen Anteile des Bodens, der Humus, ist entscheidend. Doch Jahrzehnte industrieller Landwirtschaft haben auf allen Feldern Spuren hinterlassen. Wir leben ja hier noch in einem relativ intakten Umfeld. Insofern werden wahrscheinlich viele sagen, meine Güte, was regt er sich auf? Aber wenn man einfach mal in den Boden geht, den wir hier zu unseren Füßen haben, und würden den mal auf den Humusgehalt hin untersuchen und auf das Bodenleben, dann müsste eigentlich jedem auch schon mal die Dramatik klar werden. Die Humusgehalte in den normalen Ackerböden tendieren mittlerweile gegen 0. Wenn Sie hier Radieschen pflanzen, ist das genau überlegt. Gemüse wie der Kohl zum Beispiel entziehen dem Boden viele Nährstoffe. Im Folgejahr schwach zehrende Gemüse, eben wie Radieschen, zu pflanzen, ist deshalb wichtig. Alles für ein dauerhaft natürliches Bodenleben. Ich würde nicht sagen, wir machen schon alles wirklich richtig gut. Und da werden wir auch noch wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre dran arbeiten, bis das wirklich ein System hat, wo man sagen kann, das ist für die Erde tragbar, für uns tragbar und für unsere Nachkommen tragbar. Enkeltauglichkeit. Enkeltauglichkeit ist mein Begriff für Nachhaltigkeit. Aufbauend, sodass folgende Generationen auch noch gut leben können. Eine große Bedeutung hat auf dem Sonnenhof die Vielfalt des Gemüses. Matthias holt in einer Gärtnerei samenfeste Tomaten ab. Das heißt, dieser Sorte ist die Fähigkeit, sich selbst zu vermehren, von den Saatgutkonzernen noch nicht weggezüchtet worden. Wir wollen uns nicht vorschreiben lassen, welches Saatgut wir zu welchen Preisen und Konditionen wir wann ausbringen sollen, sondern wir wollen auf unserem Standpunkt gucken, welches Saatgut passt, welcher Salat auf unserem Boden ist super und den wollen wir dann aussuchen. Er bestellt genau die Sorten, die er haben will und die ziehe ich ihm dann vor. Also ich kann da nicht machen, was ich will. Und er ist da auch sehr streng. Ina Weber hat beheizbare Gewächshäuser. Das ist nötig, um die 1000 Tomaten- und Paprikasetzlinge bis jetzt nach den Eisheiligen so vorzuziehen, dass sie auf dem Sonnenhof weiter wachsen können. Oh je. Oh Mann. Oh Mann. Züchtungen, die sich nicht selbst vermehren können, sind heute im Gemüseanbau die Regel. Das Saatgut für solche Hybride müssen Landwirte jedes Jahr wieder neu kaufen. Wir kaufen inzwischen keine Hybridsorten mehr ein. Das hängt damit zusammen, dass wir politisch die Einstellung haben, dass Saatgut ein frei verfügbarer Wert ist, den wir auch jederzeit selbst nachziehen wollen. Ein Same möchte sich vermehren können und auch die Frucht möchte sich vermehren können. Und wenn sie das nicht kann, ist es nicht natürlich. Etwa 300 Solavi-Initiativen gibt es heute. Gemeinsam ist ihnen der Gegenentwurf zum industriellen Anbau und die Rückbesinnung auf nutzbringende alte Methoden.
So helfen die Sonnenhofschafe bei der Bodenpflege. Horn und Haar düngt 7 Jahr, so eine alte Bauernregel. Und das erproben sie auf dem Sonnenhof. Wir pflanzen den Mangold in Wolle und Kompost. Dann hat er mit dem Kompost erstmal die ersten Reserven und die Wolle gibt dann einen Langzeitdünger. Und das haben wir letztes Jahr schon ausprobiert. Da sind wir ganz gut mitgefahren. Anstatt dass wir Hornmehl oder sowas kaufen, können wir unsere eigene Schafswolle nutzen. Inzwischen ist der Frühling überall angekommen. Die gepflanzten Zwiebeln entwickeln sich bestens. Jetzt im Mai fängt die Saison so richtig an. An einem Freitag früh morgens ist mit den Radieschen die erste Freilandernte in vollem Gange. Die sind noch ein bisschen klein, aber es können auch noch größere in den nächsten Wochen geben. Unsere Planung ist noch nicht so abgepasst, dass wir im Frühjahr sehr viel Gemüse zur Verfügung stellen können. Das ist schon eine Herausforderung, würde ich sagen. Erntetage sind so ziemlich eigentlich am anstrengendsten, weil einfach alles so um 14 Uhr fertig sein muss. Im Hochsommer fangen wir dann tatsächlich auch teilweise um 4, halb 5 an, um es wirklich auch bis zur Mittagszeit zu schaffen. 90 Anteile müssen geerntet, zusammengetragen, zurechtgemacht und in 2 Verteilstellen gebracht werden. Eine ist direkt hier in Neukirchen, die zweite in Nauborn, einem Stadtteil von Wetzlar. Jetzt zu Beginn fahren sie einmal wöchentlich, später in der Hochsaison im Sommer werden sie 2-mal pro Woche liefern. Jeder Anteilsnehmer kann sein Gemüse dort abholen, wo es für ihn am günstigsten ist. Ein Anteil ist jeweils für eine Person ausgelegt. Martina Fleischer ist von Anfang an dabei. Sie weiß, dass die ersten Warenkörbe im Frühjahr noch nicht sehr üppig ausfallen. Die Waage habe ich schon angestellt. Also manchmal ist natürlich auch sehr wenig, so wie heute. Da gibt es so, das ist sehr überschaubar. Da denkt man sich, okay, jetzt bin ich extra hierher gekommen. Aber dann sage ich mir auch immer wieder, ja, ich sehe es aufs ganze Jahr. Und im Sommer gibt es so viel. Da ist ja Dienstag und Freitag, wird dann ja das Gemüse gebracht. Und dann sind es solche Mengen, dass es weit 3 Kilo übersteigt. Ja. Also dann hast du wirklich so viel, dass du manchmal gegen anessen musst. Schnittsalat, 30 Gramm. Genau eine Handvoll ist es. Ja. Auch den Landwirten gegenüber solidarisch sich zu fühlen. Die unterstützen und die sollen auch merken, es wird akzeptiert, auch wenn es wenig ist. Seit einigen Wochen stehen die 5 Hinterwälder nun schon draußen und haben ordentlich für das Naturschutzprojekt gegrast. Heute sollen sie auf das nächste Stück umgeweidet werden. Jetzt machen wir das Tor auf. Dieses Mal geht es nur mit tatkräftiger Unterstützung und mit etwas Geduld. Und bloß nicht zu viel Druck. Und ist eine Kuh erst mal drin, Einer muss hier das vornehmen. dann klappt's auch mit dem Rest. Alles für Landschaftspflege und Naturschutz. Das ist im Prinzip der ganzheitlichen Weidehaltung, was wir hier umsetzen. Die Tiere sollen, wie es früher in den Steppen, Prärien und in der Natur eben war, die sollen kurzzeitig mit vielen Tieren auf einer kleinen Fläche grasen und werden dann sehr schnell wieder umgesetzt. Das heißt, das Gras wird nicht komplett abgefressen, es wird zum Teil niedergetrampelt, es werden nur
Stängel und Halme bis zur Hälfte abgefressen. Und das hat für die Weide, für die Natur, für das ganze Umfeld sehr viele Vorteile. Man sieht es ja da unten, wo wir jetzt abgegrast haben. Die Trittspuren in den feuchten Flächen, die schaffen nun wieder Raum, dass sich auch andere Pflanzen dort ansiedeln können. Und so langsam bewirkt das eine vielfältige Veränderung. Tagsüber ist es jetzt im Juni schon länger trocken geblieben. Doch die Morgennebel halten noch genug Feuchtigkeit bereit. Ideale Wetterbedingungen für die Erdbeeren. Das wird ein guter Ertrag dieses Jahr. Wir haben halt so ein paar Ausfälle gehabt durch Schneckenfraß. Die können wir dann nicht in die Kisten machen, weil die Schnecken dieses Jahr schon sehr intensiv sind. Aber ich glaube, der Ertrag von Erdbeeren ist generell nicht schlecht bei diesem Wetter. Das ist ein gutes Wachsewetter. Und wenn es mal regnet, gewittert es halt. Manchmal trocknet es zu schnell aus. Also ein Dauerregen wäre auch mal schön, also so ein typischer Landregen. Doch der macht um Neukirchen einen großen Bogen. Das reicht jetzt auch. Jetzt wird es warm. Jetzt wird es wieder schwül. Aber es ist noch nicht alles geerntet. Und auch noch nicht alles gepflanzt. Am Tag darauf ist einer der regelmäßigen Hoftage. Die Solavi-Teilnehmer sind eingeladen, beim Zucchini-Setzen mitzuhelfen oder einfach nur mal zu schauen. Eine Verpflichtung zum Helfen gibt es nicht. Es ist schön, wenn jemand auch sich Zeit nimmt, ab und zu mal auf den Hof zu kommen. Leute kennenlernen, die ähnlich auch denken, sag ich mal. Aber auch, wenn man sich ärgert, warum sind denn die Möhren jetzt wieder nicht geworden, einfach mal herzukommen, um zu gucken, warum sind sie nicht geworden oder Fragen zu stellen, ne? Neugierig zu sein. Die Hoftage sind ein fester Bestandteil unserer Solavi. Die sind ganz wichtig für uns. Die Arbeitseinsätze bringen uns weiter. Das ist vor allem dadurch, dass es Menschen gibt, die regelmäßig kommen, auf die wir uns schon fast verlassen können. Die Solavi soll schon auch als Gemeinschaft auftreten können und das ist das, was wir mit den Hoftagen bezwecken wollen. Eine Gemeinschaft bilden, das war auch Teil des Traums von Falk Zinke. Wenn auch die Bahnstrecke, die im Tal über das Viadukt lief, gerade eingestellt worden war, das Dorf war noch ziemlich intakt, als er hier mit seinem Biohof startete. Als wir vor über 30 Jahren hier nach Neukirchen kamen, da gab es schon noch viele Bauernhöfe, die noch funktionierten mit Milchkühen, Schweinen, Enten, Gänsen. Alles war noch da. Es gab noch einen Dorfladen, die Post war noch hier, es gab eine Bankfiliale. Es gab teilweise 2 Gaststätten im Ort. Der Arzt hat regelmäßig hier seine Sprechstunden abgehalten. Und das ist mittlerweile alles verschwunden. Es ist eigentlich sehr, sehr still geworden im Dorf. Heute gibt es viele solcher Schlafdörfer. Doch mittlerweile wird der Wunsch nach Gemeinschaft wieder stärker. Mit der Gründung ihrer solidarischen Landwirtschaft, das spürte Falk, war in Neukirchen plötzlich viel mehr möglich. Aus dieser Solavi heraus habe ich ja vor 3 Jahren dann einfach mal so in die Runde gefragt, gibt es innerhalb der Gemeinschaft Interessenten oder Interesse daran, vielleicht mehr als nur Landwirtschaft zu machen. Also zum Beispiel auch sich in die Dorfstruktur einzumischen und da was zu verändern oder überhaupt in Richtung Ökodorf, Ökoprojekt zu gehen. Und da habe ich spontan 15 Rückmeldungen bekommen und dann habe ich gedacht, na dann gehen wir das mal an. Sie stehen noch am Anfang mit ihrem Projekt Ökodorf, haben aber schon genaue Vorstellungen. Konkret bedeutet das,
dass wir uns viele Arbeitsfelder gesucht haben, an denen wir jetzt arbeiten wollen und die im Prinzip das wiederherstellen, was vor über 30 Jahren schon mal hier war. Also da geht es um ein Dorfzentrum mit Laden, mit Poststelle, mit allem drum und dran. Da geht es ja auch klimarelevante Sachen wie Carsharing, Lastenfahrräder und Brotbacken im alten Backhaus und eine regionale Einkochküche betreiben, um die ganzen Ernteüberschüsse hier von den vielen Obstbäumen und Beerensträucher zu verarbeiten und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Solche Dinge sind da jetzt geplant. Diese Ideen fallen auf fruchtbaren Boden. Lydia und Daniel kommen aus Gießen, 30 Kilometer entfernt. Sie nehmen zum ersten Mal an der Solavi teil. Auch sie suchen nach Gleichgesinnten. Ich finde, es gibt so einen Sinn. Ich glaube, es ist unsere Generation und die kommen ja auch aus der Generation. Die suchen alle nach Sinn in etwas und die stehen wirklich innerlich dahinter. Es geht hier nicht darum, um zu sagen, oh ja, wir haben jetzt eine neue Marktidee und mit mehr Wachstum und wie können wir noch mehr Geld da rausschlagen, sondern es geht irgendwie um was anderes dabei. Eben, die Sachen müssen nicht größer, besser, schneller, toller irgendwie sein, sondern am Schluss muss es halt für alle gut funktionieren irgendwie. Und es muss allen gut damit gehen. Und das kriegt man so ganz gut hin, zumindest haben wir bis jetzt den Eindruck. Erste Schritte der Gemeinsamkeit gibt es schon. Auf der Kirchwiese machen sie zusammen Mittag. Ein Tiny House ist gerade im Bau. Es soll der Anfang eines gemeinschaftlichen Wohnens und Arbeitens sein. Bei bestem Sommerwetter ist man geneigt, an eine Idylle zu denken. Allerdings in der Landwirtschaft gelten andere Maßstäbe. Es fehlt der Regen. Matthias bewässert bei jeder Gelegenheit. Mittlerweile ist es viel zu trocken geworden. Doch auch jetzt im Juli lassen die lang ersehnten Schauer, die den Boden richtig durchfeuchten könnten, weiter auf sich warten. Unten im Tal leisten die Kühe inzwischen ganze Arbeit und fühlen sich offensichtlich wohl. Falk stellt die Tiere regelmäßig um. Für die weiteren Schritte beraten ihn die Initiatoren des Weideprojekts. Landwirtschaft und Naturschutz sind kein Gegensatz. Das wollen Joachim Bernecke und Andreas Schmidt mit diesem Projekt zeigen. Oder meinst du alles weg? Nee, ich meine, wenn du die Wahl hast, dir was auszusuchen, dann lass Weiden stehen und mach Erlen eher weg. Also eher wegmachen. Das Tal soll noch weiteren Tieren und Pflanzen Lebensraum bieten. Der Rückschnitt von Bäumen, vor allem aber das Grasen der Hinterwälder, helfen dabei. Nebenbei leben die Tiere ein erstaunlich soziales Rinderleben. Zum Beispiel ihr kluger Trick gegen Fliegen. Gerne stehen sie abwechselnd. Effektiver lassen sich die Plagegeister wohl kaum vertreiben. Doch irgendwann sollen sie geschlachtet werden und da kämpft Falk Zinke einen schwierigen Kampf. Ich bin Vegetarier schon über 25 Jahre. Nee, also um mich geht es nicht, es geht nur um die Tiere. Ich möchte ein humanes Schlachtverfahren installieren, denn das, was sich da tagtäglich auf den Schlachthöfen weltweit abspielt, das schreit zum Himmel. Falk will für seine Rinder die Weideschlachtung erreichen. Dass die Tiere hier so, wie sie hier stehen, aufwachsen, ein Leben draußen führen und auch dort betäubt und getötet werden. Dort, wo sie leben. Ohne Stress, von ihrer Bezugsperson am allerbesten. Gar nichts von all den Sachen mitkriegen, wie Transport, wie Fixierung, wie Trennung von der Herde. All diese ganzen Geschichten, es gibt einen Haufen Gründe. Nur Hessen hat sich halt bis jetzt einfach noch nicht durchringen können, da in der Sache tätig zu werden. Die Behörden schreiben vor, dass grundsätzlich jedes Rind zur Betäubung eingefangen und fixiert wird, was aber Stress für die Tiere bedeutet. Eine Lösung könnte ein Gewehrschuss sein, wie bei der Jagd. Falk hofft, die Ämter davon zu überzeugen. In der Zwischenzeit leisten die Rinder viel für die Natur. Hier wächst wieder der große Wiesenknopf. Und nur in diese Blüten legt ein seltener Schmetterling seine Eier, der Ameisenbläuling. Er lebt ein gefährliches Leben.
Die Raupen des Falters lassen sich von Ameisen in ihren Bau tragen. Getarnt mit Nestgeruch wird die Raupe zum Räuber und frisst den Winter über Ameisenlarven. Im Frühjahr aber, beim Schlüpfen, verliert der Falter seine Tarnung. Jetzt muss er schnell raus aus dem Ameisenbau. Ein abenteuerlicher Lebenszyklus, der auch dank der Rinder gerade wieder zurückkehrt in das Tal. Die Sonne hat sich am Himmel häuslich eingerichtet. Jetzt im August herrscht Dauerhitze. Bei den Pflanzen rundherum zeigen sich erste Trockenheitsschäden. Und auf den Feldern auch. Hier haben wir eigentlich ein gut vorbereitetes Beet mit viel Masse an organischem Material, was wir für die Landgurken vorbereitet haben. Und hier sind noch 2 übrig geblieben. Allerdings hat uns der Sommer den Rest dieser Landgurken verbrannt. Und damit es nicht ganz umsonst war, weil es ein sehr gut vorbereitetes Beet ist, haben wir jetzt den Radicchio hier in die Löcher reingepflanzt. Das Wetter hat uns dieses Jahr echt reingeritten. Wir dachten eigentlich, wir sind gut dabei. Dann passiert das mit der Hitze und kein Regen mehr. Darauf waren wir nicht so gut vorbereitet. Wir sind ja noch recht frisch am Werk sozusagen und sind noch nicht so erfahren, dass wir so einen Sommer gleich professionell meistern können. Ja. Trotzdem erwarten die Anteilsnehmer ihr Gemüse. Was ist da der Plan? Wir müssen jetzt einen Ausgleich schaffen für Misserträge, die wir durch die Trockenheit haben. Wir können in den Winter rein noch mit den Gewächshauskulturen und den späten Kulturen was erreichen, einfach die Zufriedenheit vielleicht noch mal decken, aber dazu brauchen wir jetzt auch die richtigen Wetterverhältnisse. Christian Zinke arbeitet nicht nur bei der Sonnenhof Solavi mit, er hat auch noch ein eigenes Projekt. Was hier wächst, holt er für einen wöchentlichen Marktstand ab, den er selbst betreibt. Ich baue hier Microgreens an. Nach 10 bis 14 Tagen werden die abgeschnitten und gegessen. Also hier haben wir zum Beispiel die Zuckererbse. Schmeckt wirklich sehr zart nach Zuckererbse. Das ist wirklich so einer der Lieblinge der Kunden, weil das eigentlich jeder mag. Das ist so ein schöner, milder, süßlicher Geschmack. Sieht schön aus. Dann haben wir hier Sonnenblume. Das kennt man nicht so, dass man das, da fragen die Leute immer, ach, kann man das essen? Und das hat wirklich so einen richtig knackigen Biss. Schmeckt so leicht ölig, sehr mild. Und ja, das ist was Besonderes. Hier haben wir unser Radieschenmix. Das ist einmal ein rotes und ein grünes Radieschen. Und normalerweise kennt man ja immer nur das, was aus der Erde kommt. Aber hier in den Blättern, da ist viel mehr Vitamin und viel mehr Inhaltsstoffe drin als in den Knollen später. Ob Radieschen oder Weizengras, Christian sät seine Microgreens in Erde statt auf Substrat. All diese Gemüsesprossen sind wirklich wetterunabhängig zu ernten. Das ist halt der Vorteil, dass man die das ganze Jahr über anbauen kann und auch immer in der gleichen Qualität quasi. Also da spielt es jetzt keine Rolle, ob es jetzt draußen minus 10 Grad ist oder ob es 30 Grad ist. Du bist nicht dem Wetter ausgesetzt. Innerhalb von 10, 14 Tagen kannst du da reagieren. Zum Beispiel, wenn du siehst, okay, es soll jetzt wirklich knallheiß werden, du hast Angst, dass dir auf dem Feld einiges kaputt geht. Okay, dann baue ich halt jetzt schnell eine Charge mit Microgreens an und dann kann man das wirklich flexibel auch kurzfristig noch mit einbauen. Vielleicht ja eine Idee, zukünftige Ernteausfälle der Solavi wenigstens ein bisschen abzumildern. Ich hatte auch schon Leute, die gefragt haben, ob man das auch rauchen kann, das Zeug. Aber keine Chance, es schmeckt nur gut. Und ist so vitaminreich, dass die Microgreens auf dem Samstagsmarkt in Braunfels ziemlich im Trend liegen. Der Marktstand ist wirtschaftlich unabhängig von der Solavi. Allerdings kaufen Christian und seine Kollegin Simone Ott gerne Gemüse vom Sonnenhof dazu.
Heute ist davon allerdings nicht viel im Angebot. Also im Moment quasi gar nichts. Nicht mal Zucchini oder Tomaten, die ja eigentlich im Sommer reichlich vorhanden sind dieses Jahr in diesem heißen, trockenen Sommer so zahlreich vorhanden, dass wir mit gutem Gewissen was von der Solavi abnehmen könnten. Also die sind da Tag und Nacht am Bewässern, damit überhaupt die Kulturen, die angepflanzt wurden, kommen. Und da wollen wir nicht auch noch was von abgreifen. Tag und Nacht bewässern? Tatsächlich haben sie dafür auf dem Sonnenhof einen Dienstplan erstellt, der die ganze Nacht abdeckt. Alle 1,5 Stunden kommt jemand, der die wichtigsten Kulturen mit Wasser versorgt. Emily ist dran. Haben wir jetzt 3 Schläuche ineinander gesteckt und am Ende kommt dann so ein Beregner. Wir versuchen, Grundfeuchtigkeit in den Boden reinzukriegen, weil tagsüber einfach die Sonne zu sehr den Boden austrocknet. Jedes Mal muss der Sprenkler umgesetzt werden. Dabei haben sie eigentlich mehrere. Das Problem ist, dass der Pumpendruck nicht stark genug ist, um jetzt mehrere hintereinander weg zu beregnen. Das heißt, wir haben immer nur einen Sprenkler an, müssen deswegen alle 1,5 Stunden umstellen. Für diesen schönen Kohlrabi, der ja wirklich gut aussieht. Und wenn wir jetzt dranbleiben, wird ja auch was. Trotz Weckerstellen und Übermüdung, Emily kann selbst dem noch etwas abgewinnen. Man muss dazu sagen, es ist auch schön und angenehm. Der Sternenhimmel, der Mond, die Hirsche, die röhren im Wald. Sehr romantisch. Die Insekten, die einen anknabbern. Das ist krass. Gluthitze im September. Matthias schaut nach, wie es um die Kartoffeln steht. Ja, also ich komme schon gar nicht richtig in den Boden rein. Also das ist eine Pflanze, die eigentlich sehr, sehr gut dastand. Von den Stielen sieht man das. Und auffällig ist halt die Masse an kleinen Kartoffeln hier, die normalerweise schon durch Sieb fallen würden, schon gar nicht erst auf dem Tisch landen. Hier werden sie zwar geerntet, doch die Ausbeute ist mager. Es ist sehr, sehr katastrophal geworden. Wo drumherum Regen war, haben wir nichts abbekommen. Die Felder wurden nicht mal annähernd nass. Und da ist gerade überhaupt nichts zu machen mit Einsehen für die Felder. Da wird es ganz heikel. 8 Euro bitte genau. 8? Ja. Die Verkaufsschütte wird richtig gut angenommen. Doch das ist nur ein schwacher Trost, denn wegen der Trockenheit ist sie rasend schnell ausverkauft. Dankeschön. Dann einen schönen Tag noch. Ja, gleichfalls. Und bis nächste Woche. Wir haben dieses Jahr ein bisschen wenig anzubieten, würde ich sagen. Also ohne Regen funktioniert es halt dann doch nicht. Das Bewässern ist so eine Art Rettung für die Pflanzen, dass sie überhaupt überleben. Aber dass sie jetzt richtig groß werden, das schaffen wir nicht. Gürkchen? Ja, leider gibt es keine Gurken mehr. Wir machen uns schon sehr viele Gedanken darüber, dass Anteilseigner abspringen könnten und dass wir nächstes Jahr zu wenig bekommen. Andererseits würde es uns auch so ein bisschen um den Verstand bringen, wenn wir uns daran so festklammern würden. Wir probieren unser Bestes und wir machen jetzt einfach so weiter, wie es geht. Und wir werden im Februar feststellen, ob es klappt. Bis nächste Woche. Ja. Selbst im Oktober ist es noch heiß. Solavi-Anteilsnehmer Stefan Welsch ist mit seiner Familie seit 3 Jahren, also von Anfang an dabei. Die Gemüsekisten sind an diesem Abholtag ganz gut gefüllt. Also über die E-Mail wissen wir vorher schon, was es gibt. Aber hier ist es dann natürlich noch mal schöner. Manchmal kommt noch was dazu, wie zum Beispiel diese kleinen Chilis, wovon ich mir 2 Stück nehmen darf. Die waren in der E-Mail nicht enthalten. Ab und an mache ich auch von der Tauschkiste Gebrauch. Zum Beispiel
wenn es Eier gibt, wir haben Eier zu Hause und es gibt meistens nur ein Ei, dann treffe ich oft jemanden hier, dem gebe ich dann mein Ei, dann hat er wenigstens 2 und dafür gibt es oft im direkten Tausch irgendeine Kleinigkeit oder ich nehme mir was halt aus der Tauschkiste. Das geht gut. Stefan ist selbstständiger Physiotherapeut. Seine Frau arbeitet im Kindergarten. Mit 3 Kindern sind sie keine Großverdiener. Entscheidend für sie ist aber nicht der Preis für das Gemüse, sondern vielmehr der Wert einer besseren Landwirtschaft. Wir haben ganz am Anfang mal geguckt, rechnet sich das denn vielleicht? Und wir sind relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, wir müssen nicht rechnen, das ist in Ordnung. Wir unterstützen ein ganz anderes System. Und ich glaube auch, wenn wir uns das leisten können, bei 3 Kindern, mit dem, was wir verdienen, dann können das viele, viele tausend andere Menschen auch. Sie nehmen bewusst in Kauf, dass nach einem fruchtbaren auch ein mageres Erntejahr kommen kann. Wenn mir jemand persönlich sagen würde, das Jahr hat mir nicht gefallen, ich möchte beim nächsten Jahr nicht mehr dabei sein, dann würde ich ihm sagen, dass die solidarische Landwirtschaft, diese Solidarität sich auch genau auf solche Jahre bezieht. Wenn man sich mal entschieden hat, da mitzumachen, dann glaube ich, sollte man dem ganzen System auch mal wenigstens 2 Jahre, vielleicht auch besser 3 Jahre und mehr geben, um zu sehen, wie das wirklich läuft. Jetzt auszusteigen ist einfach. Das Jahr liefert alle Argumente, um nicht dabei zu sein. Nachdem die Hinterwälder im heißen Sommer das Tal rauf und runter gezogen sind, kommt schließlich doch der Herbst. Das Jahr geht langsam zu Ende. Falk Zinke hatte gehofft, in Sachen Weideschlachtung etwas zu erreichen. Doch das Ergebnis ist ernüchternd. Wenn wir rückblickend auf das Jahr schauen, dann hat sich in Sachen Weideschlachtung eigentlich gar nichts getan. Ich stehe in Kontakt mit einem Landwirt, der schon seit Jahren das Ganze auf der Weide macht. Der Hermann Mayer in Baden-Württemberg, der hat 13 Jahre dafür gekämpft. Und wenn man sich das da mal anschaut, das läuft so friedlich ab, dass man sich gar nicht vorstellen kann, warum sowas nicht möglich wäre. Ein Schuss, keine Panik, noch nicht einmal ein Muhen. So human kann Schlachten sein. Mit anderen Landwirten will Falk weiterhin dafür kämpfen. Immerhin hat es auch 30 Jahre gedauert, bis sein Traum vom Biohof wahr wurde, dank der solidarischen Landwirtschaft. Und beim Herbstfest ist von der angestrebten Gemeinschaft auch schon etwas zu spüren. Mittlerweile habe ich erkannt, dass man als Einzelner doch eine ganze Menge bewirken kann. Ich mache weiter, das ist das Allerwichtigste. Heute treffen hier Solavi-Teilnehmer, Dorfbewohner und alle Interessierten an dieser enkeltauglichen Landwirtschaft aufeinander. Matthias glaubt, daraus kann noch viel Neues entstehen. Meine Visionen sind, mehr dörfliche Strukturen wieder einzuführen, sozusagen die guten alten Zeiten neu belebt und neu durchdacht. Vielleicht ist so eine kleine regionale Solavi ein guter Ort, solche Träume einfach anzupacken, und vielleicht sollte es ja mehr davon geben. Wir versuchen, eine Oase zu entwerfen, und ich wünsche mir ganz, ganz viele Oasen für unsere Welt, wo man wirklich hingehen kann und aufatmen und sagen, ja, und das kann ich meinen Enkeln und Urenkeln auch noch zeigen.